Heute Morgen hat irgendwo auf der Welt ein Neugeborenes zum ersten Mal Nahrung bekommen. Seit circa ein paar Sekunden später hat ein Student in Tokio einen Kaffee aus einem Automaten gezogen. In Paris hat jemand eine Tasse löslichen Kaffee angerührt. In São Paulo hat ein Hund sein Frühstück bekommen. In Nairobi hat eine Krankenschwester eine Spezialnahrung für ein Frühgeborenes vorbereitet. Und die Wahrscheinlichkeit ist erstaunlich hoch, dass all diese Menschen Produkte desselben Unternehmens benutzt haben. Nicht unbedingt, weil sie sich bewusst dafür entschieden haben, sondern weil dieses Unternehmen längst Teil von Situationen geworden ist, in denen kaum jemand darüber nachdenkt, wer eigentlich dahinter steht. Der Kaffee am Morgen, die Schokolade in der Küchenschublade, die Flasche Wasser in der Küche, das Futter für die Katze, die Nahrung für ein krankes Kind, Nestlé. In einem durchschnittlichen europäischen Haushalt stehen heute zwischen 8 und 15 Produkte des Konzerns. Die meisten Menschen wissen das nicht. Viele würden nicht einmal die Hälfte der Marken erkennen, die zum Unternehmen gehören. Hier wird die Geschichte erst wirklich interessant, denn Nestlé ist nicht einfach nur das größte Lebensmittelunternehmen der Welt. Nestlé ist eines der wenigen Unternehmen, das Menschen vom ersten Lebenstag bis zum letzten begleiten kann. Von der Säuglingsnahrung bis zum Kaffee im Altersheim. Von der Geburtsstation bis zum Supermarktregal. Die meisten Konzerne verkaufen Produkte. Nestlé ist über Jahrzehnte hinweg zu einem festen Bestandteil des Alltags geworden. So tief, dass es fast unsichtbar geworden ist. Und genau diese Unsichtbarkeit verschafft einem Unternehmen Möglichkeiten, die viele Menschen unterschätzen. Vor allem dann, wenn dahinter ein Unternehmen steht, das größer ist als die Wirtschaft vieler Staaten, über 2000 Marken kontrolliert und seit über 150 Jahren praktisch jede Krise überlebt hat, die ihm begegnet ist. Doch je tiefer man in diese Geschichte eintaucht, desto schwieriger wird es, Nestlé eindeutig einzuordnen. Denn die Geschichte beginnt mit einem Mann, der versuchte, das Leben eines Kindes zu retten. Und sie führt zu einem Unternehmen, das später wegen Babynahrung, Wasserrechten, Kinderarbeit und globalem Einfluss weltweit kritisiert werden sollte. Beides gehört zur gleichen Geschichte. Ab hier beginnt jener Teil der Geschichte, der Nestlé bis heute umstritten macht. Die Geschichte beginnt nicht in einem Konzernbüro. Sie beginnt in einer kleinen Küche in Vevey am Genfer See mit einem Mann, der versucht, ein Kind zu retten. Heinrich Nestlé wurde am 10. August 1814 in Frankfurt am Main geboren. Er war das 11. von 14 Kindern. Die Zahl 14 klingt zunächst beeindruckend, sagt aber wenig darüber aus, wie die Familie tatsächlich lebte. Denn als Heinrich erwachsen wurde, lebten längst nicht mehr alle Geschwister, mit denen er geboren worden war. 7 Kinder der Familie starben früh. Heute würde man von einer Familientragödie sprechen. Damals sprach man kaum darüber. Kinder starben damals so häufig, dass viele Familien versuchten, sich emotional gar nicht erst zu sehr an Hoffnung zu gewöhnen. An Infektionen, an Unterernährung, an Krankheiten, die heute mit wenigen Medikamenten behandelbar wären. Im Europa des frühen 19. Jahrhunderts gehörte das zum Alltag. Familien bekamen viele Kinder, weil sie wussten, dass nicht alle erwachsen werden würden. Oft blieb Familien nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass das eigene Kind zu denen gehören würde, die überlebten. Heinrich wuchs in einer Umgebung auf, in der Menschen plötzlich verschwanden und niemand überrascht darüber war. Geschwister, die eines Tages einfach nicht mehr am Abendessen teilnahmen. Namen, die irgendwann nicht mehr erwähnt wurden. Rückblickend fällt auf, dass ihn genau dieses Problem noch viele Jahre beschäftigen sollte. Jahrzehnte später sollte er versuchen, eine Frage zu lösen, die Millionen Eltern damals beschäftigte. Was macht man, wenn ein Neugeborenes keine Nahrung bei sich behalten kann? Und was passiert, wenn selbst Ärzte irgendwann keine Antwort mehr haben? Er studierte Chemie, zog in die Schweiz und ließ sich in Vevey nieder. Dort arbeitete er zunächst als Apotheker und begann zu experimentieren. Er war kein Genie im romantischen Sinne, sondern ein geduldiger Tüftler, der Probleme systematisch lösen wollte. Das Hauptproblem, das er sah, war alt und erschreckend verbreitet. Säuglinge, die nicht gestillt werden konnten, starben häufig. Die Alternativen, die es gab, waren unzuverlässig und oft gefährlich. Tierische Milch allein reichte nicht. Das Verdauungssystem eines Neugeborenen war nicht darauf ausgelegt. Nestlé begann deshalb nach einer Lösung zu suchen, obwohl damals kaum jemand glaubte, dass sich dieses Problem überhaupt zuverlässig lösen ließ. Er experimentierte mit Getreidemehl, mit kondensierter Milch, mit Zucker. Er suchte nach einer Kombination, die ein Neugeborenes nähren konnte, wenn die Mutter es nicht konnte. Über Jahre hinweg funktionierten viele seiner Mischungen entweder gar nicht oder nur unzuverlässig. Dann kam das Jahr 1867. Zur gleichen Zeit lag nur wenige Häuser entfernt ein Säugling, dessen Überlebenschancen äußerst gering waren. Der kleine Gustav lebte nur wenige Häuser von Heinrich Nestlé entfernt. Er war zu früh geboren. Zu schwach, zu klein. Er trank kaum. Seine Mutter konnte ihn nicht stillen. Die Ärzte hatten wenig Hoffnung. Für Familien jener Zeit war das kein ungewöhnlicher Satz. Viele Kinder überlebten ihre ersten Lebensmonate nicht. Gustav schien eines von ihnen zu werden. Heinrich Nestlé wusste das.
Und er wusste auch, dass er etwas besaß, das vielleicht helfen konnte. Mehr als Hoffnung war es wahrscheinlich auch für ihn nicht. Er brachte eine Mischung aus Weizenmehl, Kuhmilch und Zucker. Ein Pulver, an dem er monatelang gearbeitet hatte. Er hatte Rezepte verworfen, Verhältnisse verändert, Fehler gemacht, von vorne begonnen, immer wieder. Jetzt stand zum ersten Mal mehr auf dem Spiel als ein misslungenes Experiment. Es ging um ein Kind, Gustav bekam die Mischung. Dann noch einmal und noch einmal, die Tage vergingen. Der Junge wurde stärker, er begann zuzunehmen und irgendwann wurde klar, was zuvor niemand erwartet hatte. Er würde leben. Rückblickend wirkt es beinahe absurd, dass die Geschichte eines Weltkonzerns mit einem einzigen Säugling in einer kleinen Schweizer Stadt begann. Damals war es nur ein Kind, eine Familie in Sorge und ein Experiment, von dem niemand wusste, ob es funktionieren würde. Doch genau dort beginnt die Geschichte von Nestlé. Sie begann nicht in einem Verwaltungsgebäude und auch nicht in einer Fabrikhalle, sondern an einer Kinderwiege in Vevey. In einer Situation, die zunächst kaum größer wirkte als ein persönliches Schicksal. Vielleicht ist genau das der Grund, warum die Geschichte von Nestlé bis heute so kontrovers geblieben ist. Denn die Firma, die später wegen Wasserrechten, Babynahrung und globaler Marktmacht kritisiert werden sollte, begann mit etwas, das schwer zu kritisieren ist. Mit dem ehrlichen Versuch, einem Kind eine Überlebenschance zu geben. Dieser Widerspruch verschwindet nie wieder aus der Geschichte von Nestlé. Nestlé vermarktete seine Farine Lacté sofort und mit einer Energie, die man von einem stillen Laborchemiker nicht erwartet hätte. Er schrieb Briefe an Ärzte, schickte Proben an Apotheken in Frankreich, Deutschland, England, ließ Zeitungsanzeigen schalten, die Zeugenaussagen von Müttern enthielten, deren Kinder überlebt hatten. Die Nachfrage wuchs schnell. In den ersten Jahren nach der Einführung wurde sein Produkt in ganz Europa verkauft und bald in Amerika, in Südamerika, in Kolonialgebieten. 1875 tat Heinrich Nestlé etwas, das rückblickend fast unvorstellbar wirkt. Er verkaufte nicht nur Anteile oder einen Teil des Unternehmens, er verkaufte die gesamte Firma, den Namen, die Fabrik, die Marke und alles, was inzwischen daraus geworden war. Er war 61 Jahre alt, er hatte keine Kinder, keine offensichtlichen Nachfolger und vor allem keinen Wunsch, sein Leben damit zu verbringen, ein immer größeres Unternehmen aufzubauen. Für ihn war das Problem gelöst. Das Kind hatte überlebt. Die Nachfrage war da. Die Firma funktionierte. Mehr wollte er offenbar nicht. Also verkaufte er das Unternehmen für rund 1 Million Franken und zog sich zurück. Er verbrachte seine letzten Jahre in Vevey mit Blick auf den Genfer See, weit entfernt von Vorstandssitzungen, Fabrikerweiterungen und internationalen Märkten. Ab diesem Moment entwickelt sich die Geschichte unabhängig von ihrem Gründer weiter. Als sein Name später auf Produkten in fast jedem Land der Welt auftauchte, war Heinrich Nestlé längst nicht mehr am Leben. Er starb 1890. Lange bevor Nestlé zu dem Unternehmen wurde, das wir heute kennen. Viele Menschen gehen bis heute davon aus, dass Heinrich Nestlé selbst das spätere Imperium aufgebaut hat. Sein Beitrag bestand vor allem darin, die Grundlage zu schaffen. Alles, was später daraus wurde, entstand nach seinem Tod. Und die Männer, die seinen Namen kauften, hatten Pläne, die weit über Babynahrung hinausgingen. Die Männer, die das Unternehmen nach Nestlé übernahmen, hatten andere Ambitionen. Jules Monnerat und seine Partner kauften die Firma mit einem klaren Ziel: Expansion. Nicht mehr auf Europa beschränkt, nicht mehr auf Babynahrung beschränkt. Der Name Nestlé war bereits bekannt in Deutschland, Frankreich, England, Amerika. Dieser Name war Kapital. Mit den Jahren entwickelte sich das Unternehmen in eine Richtung, die Heinrich Nestlé vermutlich selbst überrascht hätte. Der Name Nestlé stand inzwischen längst nicht mehr nur für Babynahrung. Stattdessen sammelten sich unter diesem Namen immer mehr Produkte, Marken und schließlich ganze Geschäftsbereiche. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde aus einer erfolgreichen Firma langsam etwas anderes. Zur gleichen Zeit arbeitete Daniel Peter, ein langjähriger Weggefährte Heinrich Nestlés, an einem Problem, das damals als kaum lösbar galt: Wie bringt man Milch und Schokolade dauerhaft zusammen? Heute erscheint die Kombination aus Milch und Schokolade selbstverständlich. Damals eröffnete sie einen völlig neuen Markt und machte Produkte möglich, die sich deutlich von allem unterschieden, was Verbraucher bis dahin kannten. Der Zusammenschluss wirkte damals wie ein gewöhnlicher Geschäftsschritt, rückblickend markierte er jedoch den Beginn einer völlig neuen Unternehmensstrategie. Mit etwas Abstand betrachtet erkennt man hier bereits das Muster, das Nestlé in den folgenden Jahrzehnten immer wieder anwenden würde. Nestlé erkannte früh einen Vorteil, den viele Wettbewerber damals unterschätzten. Vertrauen aufzubauen dauert oft Jahrzehnte. Wer eine Marke übernimmt, die dieses Vertrauen bereits besitzt, spart genau diese Zeit. Deshalb begann Nestlé gezielt Unternehmen zu übernehmen, nicht möglichst viele auf einmal, sondern die richtigen zur richtigen Zeit. Über viele Jahrzehnte hinweg wiederholte sich dieser Prozess immer wieder. Mal war es Maggi, dann Carnation, später Findus, Buitoni oder Rowntree.
Mit jeder Übernahme wurde das Netzwerk größer, ohne dass die meisten Kunden bemerkten, wie viele ihrer vertrauten Marken inzwischen demselben Unternehmen gehörten. Für die meisten Menschen waren diese Übernahmen kaum mehr als kurze Meldungen in der Wirtschaftspresse. Erst viele Jahre später wurde sichtbar, was diese Übernahmen gemeinsam bewirkten. Dabei ging es oft um mehr als nur Produkte. Mit jeder Übernahme übernahm Nestlé auch Gewohnheiten, die sich über Jahre oder sogar Generationen gebildet hatten. Damit übernahm Nestlé nicht nur Produkte, sondern auch Verhaltensweisen, die sich über Jahre festgesetzt hatten. Die Marke, die man seit der Kindheit kannte, die Würze, die immer im Küchenschrank stand, oder den Schokoriegel, den man automatisch aus dem Regal nahm. Genau auf diese Weise entstand die Macht, die Nestlé später so groß machen sollte. Genau darin lag der entscheidende Vorteil. Die meisten Kunden bemerkten diesen Wandel nicht einmal. Sie kauften Maggi, KitKat, Smarties oder später Nespresso. Marken, die sie kannten und denen sie bereits vertrauten. Je erfolgreicher Nestlé wurde, desto weniger mussten die Kunden über Nestlé selbst nachdenken und je größer er wurde, desto unsichtbarer wurde er. Das geschah nicht zufällig. Über viele Jahrzehnte hinweg hatte Nestlé seine Marken genauso aufgebaut. Das war keine Verschwörung. Es war eine Geschäftsstrategie, brillant, konsistent, über Jahrzehnte durchgehalten. Die Markenarchitektur des Konzerns war so konstruiert, dass Nestlé selbst zurücktrat. Die einzelnen Marken sollten sichtbar sein, der Konzern dahinter sollte unsichtbar bleiben. Für Nestlé hatte diese Struktur einen offensichtlichen Vorteil. Die Menschen diskutierten über Maggi, KitKat oder Nescafé, deutlich seltener jedoch über den Konzern, dem diese Marken gehörten. Doch während Nestlé auf diese Weise immer größer wurde, entstand gleichzeitig ein Produkt, das den Konzern endgültig in jeden Winkel der Welt tragen sollte. 1938 brachte Nestlé etwas auf den Markt, das die Kaffeegeschichte der Welt veränderte. Der Ursprung dieser Geschichte hatte wenig mit Kaffeehäusern oder Werbekampagnen zu tun. Brasilien hatte einen massiven Kaffeeüberschuss. Millionen Tonnen Bohnen, die auf Lagerhäusern rotteten, die keine Abnehmer mehr fanden, nachdem die Weltwirtschaftskrise den globalen Handel kollabieren ließ. Die brasilianische Regierung wandte sich an Nestlé mit einer Bitte. Findet einen Weg, unseren Kaffee haltbar zu machen, löslich zu machen, einfacher konsumierbar zu machen. Fast 7 Jahre lang versuchten Nestlés Entwickler ein Problem zu lösen, an dem andere zuvor gescheitert waren. Die Entwicklung war schwierig und erforderte Jahre von Versuchen, bis Geschmack und Haltbarkeit zusammengebracht werden konnten. Am Ende entstand Nescafé, ein Produkt, das Kaffee auf etwas reduzierte, das innerhalb weniger Sekunden verfügbar war. Für viele Menschen fühlte es sich zunächst ungewohnt an. Wenige Jahre später gehörte es bereits zum Alltag. Innerhalb weniger Jahre war Nescafé das meistverkaufte Kaffeeprodukt der Welt. Der Zweite Weltkrieg machte Nescafé groß. Die amerikanische Armee kaufte mehrere Jahrgänge der Produktion komplett auf. Nescafé war kompakt, haltbar, leicht zu transportieren, innerhalb von Sekunden zubereitet. Millionen von Soldaten lernten löslichen Kaffee auf Schlachtfeldern und in Lagern als tägliche Selbstverständlichkeit kennen. Und nach dem Krieg nahmen sie diese Gewohnheit mit nach Hause in Küchen in Ohio, in Kansas, in Texas, in New South Wales. Die Qualität des Produkts war wichtig. Genauso wichtig war allerdings, dass es genau in dem Moment auf den Markt kam, als die Nachfrage danach entstand. Nestlé hatte nicht immer bewusst, manchmal durch Glück, manchmal durch Kalkulation, die Fähigkeit entwickelt, am richtigen Ort zur richtigen Zeit mit dem richtigen Produkt zu sein. Nach dem Krieg explodierte das Wachstum. Neue Märkte, neue Produkte, neue Länder. Nestlé expandierte in Asien, in Lateinamerika, in Afrika. Überall öffneten sich Märkte, überall wuchs eine Mittelschicht, überall wollten Menschen Produkte, die Modernität versprachen. Und fast überall, wo neue Konsumenten entstanden, hatte Nestlé bereits ein passendes Produkt im Angebot. Dann kam ein Kapitel, das den Ruf des Unternehmens für Jahrzehnte prägen sollte. Nestlé begann seine Babynahrung aggressiv in Entwicklungsländern zu vermarkten. Das Produkt selbst war gut, technisch gesehen war Nestlés Säuglingsnahrung ein hochwertiges, zuverlässiges Produkt, das in kontrollierten Bedingungen tatsächlich ernähren konnte. Aber die Art, wie es verkauft wurde, war etwas anderes. In Ländern wie Nigeria, Ghana, Bangladesch, Brasilien, Indien wurden Mütter in Krankenhäusern mit Gratisproben versorgt. Verkäuferinnen, die in Krankenschwestern-Uniformen gekleidet waren, ohne Krankenpflegeausbildung, ohne medizinische Befugnisse, besuchten Gebärstationen und empfahlen die Produkte mit der Autorität, die ein weißes Häubchen verleiht. Werbeplakate in Kliniken und auf Märkten zeigten strahlend gesunde, wohlgenährte Babys neben Nestlé-Dosen. In manchen Regionen wurden Ärzte und Hebammen durch Werbematerialien und andere Anreize in Marketingkampagnen eingebunden. Die Botschaft, die transportiert wurde, war klar: Nestlé Babynahrung ist besser als Muttermilch. Moderner, sicherer. Das, was aufgeklärte Mütter verwenden. Das Problem war, dass diese Botschaft mit den medizinischen Erkenntnissen der Zeit nicht vereinbar war. Und innerhalb des Unternehmens hätte man die Risiken kennen können.
Die eigentliche Gefahr lag nicht im Produkt selbst, sondern in den Bedingungen, unter denen es verwendet wurde. In Ländern ohne zuverlässige Trinkwasserversorgung muss Babynahrung mit Wasser angemischt werden, mit sauberem Wasser. Das gab es in den Slums von Lagos oder den Dörfern Bangladeschs nicht flächendeckend. Studien belegten, dass Mütter in bestimmten Regionen, die das Pulver mit unbehandeltem Wasser mischten, ihre Kinder Krankheitserregern aussetzten, was zu gesundheitlichen Problemen und steigenden Kindersterblichkeitsraten führte. Ein Bericht von 1974 hob diese Problematik hervor. Aus diesem Konflikt entwickelte sich eine Debatte, die den Konzern über Jahrzehnte nicht mehr loslassen sollte. Die Unternehmensführung reagierte zunächst nicht mit Selbstkritik, sondern mit einer Strategie, die man aus vielen großen Konzernen kennt. Sie ging zum Gegenangriff über. Nestlé klagte gegen die Autoren des Berichts, gegen Aktivisten, gegen Journalisten, die die Vorwürfe weiterverbreiteten. In der Schweiz führte das Unternehmen 1976 einen Prozess gegen eine Organisation, die den deutschen Titel des Berichts mit dem Wort Mörder verwendet hatte. Der Richter verurteilte die Beklagten zu einer symbolischen Geldstrafe, aber fügte in seiner Urteilsbegründung etwas hinzu, das Nestlé viel mehr schmerzte als ein Urteil. Das Unternehmen, so schrieb er, möge überdenken, ob seine Marketingmethoden ethisch vertretbar seien. Die Formulierung verbreitete sich weit über die Schweiz hinaus und tauchte in den folgenden Jahren immer wieder in Berichten über Nestlé auf. Die PR-Maschinerie des Unternehmens arbeitete daran, die Kritik zu diskreditieren. Die Vorwürfe seien übertrieben, politisch motiviert, unwissenschaftlich. Manche dieser Argumente hatten einen Kern von Wahrheit, andere hielten einer genaueren Prüfung deutlich schlechter stand. Was danach entstand, war etwas, das es in dieser Form zuvor kaum gegeben hatte, ein international koordinierter Boykott gegen einen einzelnen Konzern. 1977 riefen amerikanische Konsumentenorganisationen zum Boykott aller Nestlé-Produkte auf. Der Boykott wurde von Kirchengemeinden unterstützt, von Universitäten, von Studentenverbindungen, von Wohlfahrtsorganisationen in mehr als 20 Ländern. Auf dem Campus der Universität Michigan wurden Listen mit Nestlé-Marken ausgehängt, eine lange Liste, die viele Studierende überraschte. KitKat, Nescafé, Milo, Maggi, Namen, die man nicht mit einem Konzern assoziiert hatte, mit dem man nun nichts zu tun haben wollte. Der Boykott dauerte 7 Jahre. Es war der erste Moment, in dem eine globale Zivilgesellschaft sich gegen ein globales Unternehmen koordiniert organisierte und messbare Wirkung erzielte. Wenn Sie sich für die Geschichten hinter den größten Unternehmen, Familien und Machtstrukturen unserer Zeit interessieren, abonnieren Sie gerne den Kanal. Jede Woche erscheint hier eine neue Dokumentation. Nestlé erlitt Umsatzverluste in mehreren Märkten. Wichtiger, das Unternehmen erlitt Reputationsverluste, die sich nicht in Quartalszahlen ausdrücken ließen, aber in einer veränderten öffentlichen Wahrnehmung, die jahrzehntelang anhielt. 1981 verabschiedete die Weltgesundheitsorganisation den Internationalen Kodex für die Vermarktung von Muttermilchersatz. Nestlé unterzeichnete ihn 1984 nach Jahren des Widerstands, nach öffentlichem Druck, nach wirtschaftlichem Schaden durch den Boykott. Es war eine Niederlage, die das Unternehmen nie vollständig eingestanden hat. Und es war eine Niederlage, aus der das Unternehmen eine Lektion zog, aber nicht unbedingt die Lektion, die die Aktivisten erhofft hatten. Für Nestlé wurde in dieser Zeit deutlich, dass öffentliche Wahrnehmung nicht nur ein Kommunikationsproblem war, sie konnte zu einem geschäftlichen Risiko werden. Das Unternehmen begann anders zu kommunizieren. Öffentlichkeitsarbeit wurde zu einer Kernkompetenz. Corporate Social Responsibility wurde zu einem Begriff, den Nestlé früh und intensiv besetzte. Berichte über Nachhaltigkeit, über fairen Handel, über Kindernährstoffprogramme. Alles dokumentiert, alles veröffentlicht, alles kommuniziert. Ob sich hinter der Kommunikation auch die Praxis verändert hatte, das wurde und wird von Kritikerseite bestritten. Bemerkenswert war jedoch etwas anderes. Trotz der Kritik, trotz der Boykotte und trotz der negativen Schlagzeilen setzte Nestlé seinen Wachstumskurs fort. Im Jahr 2005 gab Peter Brabeck-Letmathe ein Interview, das viele Jahre später deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte als zum Zeitpunkt seiner Ausstrahlung. Er hieß Peter Brabeck-Letmathe. Er war zu diesem Zeitpunkt Vorstandsvorsitzender von Nestlé, einer der mächtigsten Lebensmittelmanager der Welt, ein Österreicher, der das Unternehmen seit 1997 führte, das Unternehmen in dieser Zeit signifikant umgebaut hatte und für seine direkte, manchmal provokante Art bekannt war. Der Dokumentarfilm, für den er interviewt wurde, hieß We Feed the World. Ein österreichischer Film über globale Nahrungsmittelproduktion. Er sagte, es gibt 2 Arten von Denkweisen. Die eine sagt, Wasser ist ein öffentliches Gut und ein Menschenrecht, das für jeden verfügbar sein sollte. Die andere, und das ist meine Sicht, sagt, Wasser sollte einen Marktwert haben. Zunächst nahm kaum jemand von dieser Aussage Notiz.
Erst Jahre später begann sich der Ausschnitt im Internet zu verbreiten. Jemand hatte die Passage zusammengeschnitten, den Kontext weggelassen, den Satz allein stehen lassen. Er wurde geteilt, dann wieder geteilt, dann millionenfach geteilt in 7 Sprachen mit Kommentaren, die zwischen Empörung und Entsetzen schwankten. Die Reaktionen fielen entsprechend heftig aus, Petitionen sammelten Millionen von Unterschriften, Aktivisten riefen erneut zum Boykott auf, Nachrichtenmedien in 30 Ländern griffen das Zitat auf. Brabeck-Letmathe sagte danach, er sei missverstanden worden. Der vollständige Kontext zeige, dass er über nachhaltiges Wassermanagement gesprochen habe, nicht darüber, armen Menschen Wasser zu verweigern. Er habe gemeint, dass Wasser als wirtschaftliches Gut verwaltet werden müsse, um Verschwendung zu reduzieren. Das mochte stimmen, der vollständige Satz war nuancierter als der zugeschnittene Clip. Unabhängig vom ursprünglichen Kontext war der Ausschnitt nun öffentlich. Und für viele Menschen bestätigte er einen Eindruck, den sie bereits lange mit dem Unternehmen verbanden. Nämlich die Vorstellung, dass selbst eine Ressource wie Wasser in erster Linie wirtschaftlich betrachtet werden könnte. Tatsächlich beschäftigte sich Nestlé zu diesem Zeitpunkt bereits seit Jahrzehnten mit dem Wassergeschäft. Das Unternehmen war seit den 80er Jahren systematisch ins Wassergeschäft eingestiegen. Perrier, der französische Sprudelhersteller, übernommen 1992 nach einem Krisenjahr, in dem Benzolspuren im Wasser gefunden worden waren. Nestlé kaufte günstig, bereinigten den Ruf der Marke und verkaufte die grüne Flasche teurer als je zuvor. San Pellegrino, das ikonische italienische Mineralwasser, übernommen 1997. Viertel. Contrex, Arrowhead in den USA. Und dann Pure Life, eine Marke für gefiltertes Leitungswasser, entwickelt und vermarktet in Entwicklungsländern, wo die Nachfrage nach sauberem Trinkwasser groß und die Kaufkraft begrenzt war. Zusammen bildeten diese Marken Nestlé Waters, zeitweise das größte Mineralwasserunternehmen der Welt. Das Grundprinzip hinter dem Geschäft war vergleichsweise einfach. Nestlé beantragte Lizenzen für die Entnahme von Quellwasser, pumpte dieses Wasser ab, füllte es in Plastikflaschen und verkaufte es für das 100- bis 1000-fache des Förderkostenpreises. Die Lizenzgebühren, die Nestlé in manchen Bundesstaaten der USA für das Abpumpen von Grundwasser zahlte, beliefen sich auf wenige $100 pro Jahr für Mengen, die in Millionen von Gallonen gemessen wurden. In der Praxis führte dieses Modell jedoch immer wieder zu Konflikten mit Gemeinden und lokalen Behörden. Im Bundesstaat Michigan pumpte Nestlé über viele Jahre Millionen von Gallonen Grundwasser ab. In Dürrejahren, in denen lokale Wasserreservoirs sanken und Gemeinden Wasserrestriktionen einführten, lief die Nestlé-Pumpe weiter. Anwohner und lokale Behörden klagten. Einige Klagen hatten Erfolg, die Mengen wurden in bestimmten Perioden begrenzt. Andere scheiterten, weil das Wasserrecht in Michigan Nestlé im Recht ließ. In Pakistan, wo Pure Life als sicheres Trinkwasser vermarktet wurde, dokumentierten Recherchen von Journalisten, dass in einigen Fällen das abgefüllte Wasser aus kommunalen Leitungsnetzen stammte, nicht aus natürlichen Quellen, wie die Verpackung suggerierte. Nestlé bestritt die Vorwürfe oder relativierte sie als lokale Einzelfälle. Es sind genau diese Konflikte, die in der öffentlichen Diskussion über Nestlé immer wieder auftauchen. Nestlé ist nicht das einzige Unternehmen, das Wasser verkauft. Es ist nicht das einzige, das Grundwasser abpumpt. Und seine Praktiken sind nicht zwangsläufig schlimmer als die seiner Wettbewerber. Genau hier wird die Diskussion kompliziert. Nestlé operiert in einem System, in dem die Regeln so gesetzt sind, dass das, was es tut, legal ist. Es kauft Lizenzen, es erfüllt Umweltauflagen, es dokumentiert, es berichtet, es folgt den Gesetzen der Länder, in denen es tätig ist. Und genau das ist das Problem, das keine Unternehmensethikabteilung lösen kann. Wenn die Regeln falsch gesetzt sind, kann ein Unternehmen alle Regeln befolgen und trotzdem Schaden anrichten. Wenn eine Gemeinde in Michigan kein Recht hat, den Abpumpmengen eines Unternehmens zu widersprechen, dann ist das ein Gesetzesproblem. Nestlé hat dieses Gesetz nicht gemacht. Kritiker verweisen allerdings darauf, dass große Unternehmen wie Nestlé über Jahre hinweg erheblichen Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse ausgeübt haben. Das ist der Unterschied, den die Unternehmenskommunikation nicht gerne erklärt. Zwischen dem, was legal ist, und dem, was gestaltet wurde, damit es legal bleibt. Zwischen der Einhaltung von Regeln und der aktiven Mitgestaltung jener Regeln zu eigenen Gunsten. Das ist keine Eigenschaft, die Nestlé allein besitzt. Die meisten großen Unternehmen dieser Größenordnung tun dasselbe. In Brüssel, in Washington, in Bern, in Peking, Coca-Cola, PepsiCo, Danone, alle mit ähnlichen Wasserlizenzen, ähnlichen Lobbyausgaben, ähnlichen Nachhaltigkeitsberichten. Aber bei einem Unternehmen, das gleichzeitig für sich in Anspruch nimmt, die Ernährung der Welt zu verbessern und Gutes für den Planeten zu tun, fällt die Diskrepanz besonders auf. Die Lücke zwischen dem, was kommuniziert wird, und dem, was getan wird, ist groß genug, um sichtbar zu werden, auch ohne Investigativjournalisten, auch ohne Gerichtsurteile. Manchmal reicht ein geleaktes PDF, doch das war nur ein Teil der Geschichte. In der Kakaoindustrie gibt es eine Zahl, über die Nestlé lieber nicht spricht.
Es wird geschätzt, dass etwa 2 Millionen Kinder in Westafrika, insbesondere in der Elfenbeinküste und Ghana, in der Kakaoindustrie arbeiten. Diese Kinder verrichten oft anstrengende Tätigkeiten und haben keinen Zugang zu Bildung. Das ist keine neue Information. Es ist seit über 20 Jahren dokumentiert. Und hier ist etwas, das hinzugefügt werden muss. Die Babynahrungsproblematik ist nicht Geschichte. Sie ist Gegenwart. Seit der Unterzeichnung des WHO-Kodex im Jahr 1984 wurde Nestlé mehrfach von unabhängigen Organisationen dabei ertappt, den Kodex zu verletzen in Bangladesch, in Kamerun, in Sierra Leone, in Pakistan. Die internationale Babynahrung-Aktionskoalition veröffentlicht regelmäßig Berichte, die dokumentieren, wie Nestlé-Mitarbeiter auch Jahrzehnte nach der offiziellen Unterzeichnung weiterhin in Krankenhäusern Gratisproben verteilen, Gesundheitspersonal schulen oder Werbematerialien verbreiten, die gegen den Kodex verstoßen. Nestlé bestreitet die Vorwürfe jeweils, kündigt Untersuchungen an und die nächste Untersuchung findet erneut Verstöße. Kritiker argumentieren, dass sich dieses Muster seit Jahrzehnten immer wieder beobachten lässt. Im Jahr 2001 unterzeichneten die größten Schokoladenkonzerne der Welt, darunter Nestlé, das sogenannte Harkin-Engel-Protokoll, eine freiwillige Vereinbarung, bis 2005 den schlimmsten Formen von Kinderarbeit in der Kakaoversorgungskette ein Ende zu setzen. Die ursprüngliche Frist lief 2005 ab. Danach wurde sie mehrfach verschoben. Erst auf 2008, dann auf 2010, später auf 2020 und schließlich auf 2025. Jede Fristverschiebung wurde mit Fortschrittsberichten begleitet. Investitionen in Schulen, in Bauernkooperativen, in Zertifizierungsprogramme. Die Investitionen waren real, der Fortschritt war begrenzt. Im Jahr 2021 veröffentlichte das US-Arbeitsministerium einen Bericht, der feststellte, dass die Kinderarbeit in der westafrikanischen Kakaoindustrie zwischen 2009 und 2019 um mehr als 3% gestiegen war, trotz aller Versprechen, trotz aller Programme, trotz aller Protokolle. Nestlé kauft weiter Kakao. KitKat gibt es weiter, Smarties gibt es weiter. Der Preis einer Tafel Schokolade lässt sich nicht allein an dem Betrag ablesen, der an der Kasse bezahlt wird. Wer Nestlé verstehen will, muss verstehen, wie groß es wirklich ist. Nicht in Zahlen, in Momenten. Irgendwo in Lagos frühstückt ein Kind Nestlé Brei. Irgendwo in São Paulo trinkt eine Mutter während der Schwangerschaft Nestlé Vitaminergänzungen, die ihr Arzt empfohlen hat. In Tokio kauft ein Salaryman eine Dose Nescafé aus einem Automaten, eine von geschätzten 1 Million solcher Automaten in Japan, von denen ein erheblicher Teil Nestlé-Produkte enthält. In Paris löffelt ein Rentner Maggi-Suppe aus einer Packung, die er seit 50 Jahren kauft, weil seine Mutter sie kaufte. In einem Krankenhaus in Nairobi bekommt ein Frühgeborenes Nestlé Spezialnahrung, weil die Alternative schlicht nicht verfügbar ist. In der Schweiz trinkt der Vorstandsvorsitzende von Nestlé am Morgen Nespresso. Nestlé verkauft längst nicht mehr nur einzelne Produkte. In vielen Bereichen ist das Unternehmen zu einem festen Bestandteil globaler Versorgungsketten geworden, so tief ins globale Ernährungssystem eingebettet, dass Teile davon ohne das Unternehmen nicht mehr funktionieren würden. In manchen Entwicklungsländern ist Nestlé der einzige Anbieter von erschwinglicher Säuglingsnahrung in bestimmten Regionen. In manchen städtischen Gebieten weltweit ist Nestlé abgefülltes Wasser die einzige Alternative zu unkontrolliertem Leitungswasser. In Schweizer Krankenhäusern werden Nestlé-Gesundheitsprodukte standardmäßig verwendet. Das ist keine Übertreibung, das ist die operative Realität eines Unternehmens, das seit 150 Jahren systematisch in jeden Aspekt der menschlichen Ernährung investiert hat, von der ersten Mahlzeit eines Neugeborenen bis zum letzten Kaffee eines alten Mannes. Über Generationen hinweg hat sich das Unternehmen in Bereiche ausgedehnt, die viele Menschen im Alltag kaum noch bewusst wahrnehmen. An diesem Punkt bleibt etwas offen, das weder Boykotte noch Nachhaltigkeitsberichte jemals abschließend klären konnten. Kann ein Unternehmen dieser Größe ethisch handeln, nicht in Einzelinitiativen, nicht in Pilotprojekten, nicht in Pressemitteilungen, sondern in seiner Kerntätigkeit in jeder seiner täglich getroffenen Tausenden von Entscheidungen? Im Jahr 2017 verkaufte Nestlé sein amerikanisches Süßwarengeschäft an Ferrero für 2,8 Milliarden $, Marken, die Nestlé jahrzehntelang aufgebaut hatte. Butterfinger, Baby Ruth, Nerds. In einem einzigen Schlag verschwanden sie aus dem Nestlé-Portfolio und landeten beim italienischen Süßwarenhersteller aus Alba. Für viele Branchenbeobachter wirkte dieser Schritt wie ein Bruch mit der eigenen Geschichte. Nestlé, das seit Jahrzehnten als Schokoladengigant galt, trennte sich von einem ganzen Segment seines amerikanischen Geschäfts. Die offizielle Begründung: Das Unternehmen wolle sich auf Bereiche konzentrieren, die höheres Wachstum und bessere Margen versprechen. Gesundheit, Ernährung, wissenschaftsbasierte Nahrung. Mark Schneider, der 2017 als erster konzernexterner CEO in der Geschichte von Nestlé angetreten war, hatte eine klare Vision. Nestlé solle ein Unternehmen für Ernährung und Gesundheit werden. Kein Süßwarenproduzent, kein reiner Verarbeitungskonzern.
medizinische Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel und andere Produkte, die stärker im Gesundheitsbereich verankert waren. Strategisch ergab dieser Kurswechsel Sinn. Gleichzeitig veränderte er auch die öffentliche Wahrnehmung des Unternehmens. Ein Unternehmen, das wegen Babynahrung in Entwicklungsländern kritisiert worden war, wegen Grundwasserentnahme in Michigan, wegen Kinderarbeit in Kakaoplantagen, positionierte sich nun als Gesundheitsunternehmen. Als Unternehmen, das sich zunehmend im Bereich Gesundheit und Ernährung positionierte und damit ein deutlich anderes Bild von sich zeichnete als noch in den Jahrzehnten zuvor. Ob dieser Wandel vor allem strategischer Natur war oder tatsächlich einen grundlegenden Kurswechsel widerspiegelte, darüber wurde schnell diskutiert. Die Produktpalette enthielt auch nach der Repositionierung noch Dutzende von Produkten, die Ernährungswissenschaftler als hochgradig verarbeitete Lebensmittel mit niedrigem Nährwert und hohem Zucker- oder Salzgehalt klassifizierten. Schokoriegel, Fertigsuppen, Instant-Nudeln, Produkte, die billiger und verfügbarer waren als frische Alternativen und die deshalb dort konsumiert wurden, wo Armut frische Alternativen unzugänglich machte. Nestlé selbst hatte intern eine Analyse erstellt, die im Mai 2021 durch einen Leak zur Financial Times gelangte und international aufgegriffen wurde, in der das Unternehmen für sich selbst feststellte, dass mehr als 60% seiner eigenen Produkte nach anerkannten Ernährungsstandards nicht als gesund klassifiziert werden könnten. Ursprünglich war diese Analyse ausschließlich für den internen Gebrauch vorgesehen. Die Offenheit der Bewertung stand in deutlichem Kontrast zu vielen öffentlichen Aussagen des Unternehmens. Wie viele interne Dokumente gelangte auch diese Analyse schließlich an die Öffentlichkeit. Nestlé bestätigte die Existenz des Berichts. Es kommentierte ihn mit dem Hinweis, dass das Unternehmen aktiv daran arbeite, seine Produkte zu verbessern und dass der interne Bericht genau diese Arbeit widerspiegle. In Vevey am Genfer See steht noch das Haus, in dem Heinrich Nestlé seine letzten 13 Jahre verbracht hat. Es ist kein Museum. Es ist eine Privatresidenz. Man kann von außen vorbeigehen am Genfer See entlang, der ruhig und blau ist und sich nicht dafür interessiert, was an seinem Ufer passiert ist oder passiert. Der See sieht heute genauso aus wie 1888, als Nestlé an seinem Ufer starb. Er spiegelt die Berge, er bleibt still. Ein paar Kilometer entfernt liegt das Nestlé-Hauptquartier. Ein moderner Komplex, geplant von einem Star-Architekten mit weitläufigem Campus, Glashallen und Skulpturen im Außenbereich. In den Fluren und Kantinen stehen Nestlé-Produkte, Nespresso, Perrier, Mövenpick Eiscremen. Dort arbeiten über 1000 Menschen. Sie treffen täglich Entscheidungen, deren Konsequenzen in Lagos spürbar werden, in Dakar, in São Paulo, in Abidjan. Manche denken darüber nach, manche nicht. Dass Heinrich Nestlé mit seiner Erfindung einem Kind das Leben retten konnte, gehört zu den am besten dokumentierten Teilen dieser Geschichte. Was danach aus diesem Akt der Fürsorge entstanden ist, ein Unternehmen mit 90 Milliarden Franken Umsatz, 2000 Marken, politischem Einfluss, umstrittenen Wasserrechten, ungelösten Kakaoproblemen und einem internen Dokument, das die eigenen Produkte für mehrheitlich ungesund erklärt, das lässt sich nicht mit einem einzigen Urteil fassen. Genau darin liegt vielleicht der unbequemste Teil dieser Geschichte, nicht weil sich hier alles eindeutig in richtig und falsch einteilen ließe, sondern weil viele der entscheidenden Fragen bis heute offen geblieben sind. Die entscheidende Frage ist deshalb nicht, ob einzelne Personen gute oder schlechte Absichten hatten, sondern was geschieht, wenn ein Unternehmen eine Größe erreicht, bei der seine Entscheidungen Millionen Menschen betreffen. In einem Haushalt irgendwo in Europa öffnet jemand eine Küchenschranktür. Nescafé, KitKat, Maggi, Purina, eine Flasche Perrier. Er greift nach dem Kaffee, er denkt nicht an Vevey, er denkt nicht an Gustav, das Baby, das 1867 überlebt hat. Er denkt nicht an den stillen See, das Haus am Ufer oder an den Mann, der vor mehr als 1,5 Jahrhunderten eine Lösung für ein Problem suchte, an dem damals unzählige Familien verzweifelten. Er bereitet sich einen Kaffee zu, wie Millionen andere Menschen an diesem Morgen auch. Währenddessen gehen an ganz anderen Orten die Prozesse weiter, die dieses Unternehmen seit Generationen antreiben, auf Kakaoplantagen, in Abfüllanlagen, in Krankenhäusern und Supermärkten auf der ganzen Welt. Am Ende bleibt vor allem ein Widerspruch bestehen. Das Unternehmen ist für Millionen Menschen Teil der Lösung geworden und für andere ein Teil des Problems. Oft gleichzeitig. Wenn Sie solche Geschichten mögen, abonnieren Sie den Kanal und hinterlassen Sie gerne ein Like. Es gibt noch viele Unternehmen, Familien und Systeme, deren Geschichte wir hier erzählen werden.